Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um das Jörmungandr Set, das Schiffsset, die Siedlungsbelohnung dazu. Also wenn ihr interessiert seid, dann jetzt dranbleiben. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, Guides und News, wie zum Beispiel auch hier dieses Rätsel, was ich letztens gemacht habe, im Paris DLC, schaut es euch gerne mal an, aber jetzt legen wir los mit dem Set. Bevor ich euch aber zeige, wie schön die Siedlungsbelohnungen aussehen oder wie schön das Set ist, müssen wir uns aber die Frage stellen, für wen ist denn dieses Set eigentlich geeignet? Naja, und da gibt es im Grunde nur eine Gruppe, nämlich du. Wenn du sagst, okay, optisch gesehen möchte ich ein Set, was richtig gut aussieht, die Stats sind mir da egal, weil ich transmogge das dann auf meine anderen Rüstungsgegenstände, dann ist es ein perfektes Set für dich. Wenn du sagst, du willst dir ein Set holen, was geile Stats hat, was auch noch geil aussieht, dann muss ich dich enttäuschen. Denn die Stats, da kommen wir später zu, sind jetzt nicht so der Knaller. Und dazu kommt natürlich, das Set kostet 20 Euro. Ja, im Sale habe ich es für 18 Euro bekommen. Juhu, richtig viel gespart. Und daher meine Sache natürlich, bitte nicht kaufen, ja, wenn ihr es nicht müsst. Und dann fragen sich einige vielleicht, ey Pascal, du sagst, bitte kauf das Set nicht, machst dann aber trotzdem ein Video drüber und machst dann quasi indirekt Werbung für den Shop. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Naja, ich sage ja, ich mache kostenlos hier für euch ein Video. Ihr könnt euch hier, ohne was zu bezahlen, eine Meinung bilden. Könnt euch zum Beispiel anschauen, hey, wie sieht denn das Set in echt aus? Wie sieht denn die Siedlungsdekoration in echt aus? Weil auf der Shop-Seite kann ich das nicht so gut erkennen und da bin ich mir nicht sicher, ob ich wirklich Geld dafür ausgeben möchte. Und so könnt ihr euch wirklich eine Meinung bilden und dann spätestens bei Reda entscheiden, ey, klar, Pascal hat mir dieses Video gezeigt, ich kaufe mir das jetzt bei Reda einfach. Und schön drehen tue ich die Dinge ja sowieso nicht. Wenn es Set-Schmutz ist, dann sage ich das auch. Und wenn es irgendeine Sache hat, die mir sehr gefällt, dann sage ich das auch. Ja, transparent, ganz klar. Aber jetzt legen wir los mit dem eigentlichen Set. Let's go. Wir fangen an mit den Reittieren und wir haben zum ersten Mal wieder im Shop Pferde. Finde ich klasse, ja, dass wir endlich mal wieder Pferde haben. Und ich finde, es sieht sehr edel aus, auch mit diesen goldenen Verzierungen, mit diesen goldenen Sattelelementen. Klasse. Optisch gesehen ein richtig schönes Pferd. Kann man sich mal geben. Und wenn man sich die Scheckung anguckt, ich glaube, so heißt es, dann sieht man, es ist goldschwarz, also hat irgendwie auch was. Ja, für Räder lohnt sich das auf jeden Fall. Der Sylin-Skin, muss ich sagen, ist okay, finde ich jetzt nicht so klasse, kann man überspringen, ja, ein goldschwarzer Drache ist okay, passt natürlich überhaupt nicht in die Welt von Valhalla. Bei den Siedlungsbelohnungen fangen wir mit dem Siedlungsbaum an. Nidöks Schicksal heißt er hier. Und ich finde ihn ganz cool. Der hat so blaue Eichenblätter, hat so immer so einen mystischen Touch. Ich mag die eigentlich am besten, wenn die so bläulich leuchten. Und eine Midgard-Schlange, beziehungsweise die Jörmungandr-Schlange, die ihren Schatz am Baum beschützt. Und an sich ganz gut. Ich finde den Wachturm immerhin noch am besten. Hier als Siedlungsbaum, falls ihr den noch kennt. Doch was habt ihr denn in der Siedlung? Lasst es mich gerne mal wissen. Jetzt machen wir weiter mit den Dekorationen. Wir fangen hier mit der Schlangenquelle an. Ich glaube, für Eivor die teuerste Siedlungsbelohnung, die er sich in die Siedlung geholt hat. Denn die besteht komplett aus Gold. Krasses Ding auf jeden Fall. Und die bewacht ein paar, ich weiß nicht, was es sind, ich glaube Mondpflanzen. Und ja, an sich ganz okay, aber jetzt nicht The Yellow from the Egg. Danach geht es weiter mit der Midgard-Schlange. An sich auch ein sehr cooles Set. Man sieht hier so leicht angedeutet, wie die Schlange den Baum Yggdrasil umarmt oder umschlingt. Würde ich jetzt nicht in meine Siedlung packen, weil hat nicht so viele Effekte, fällt nicht ganz so gut auf, finde ich. Ich mag es ja immer, wenn die Siedlungsbelohnungen so ein bisschen leuchten oder irgendwie so einen Fackel- oder Lichteffekt haben. Aber hier in dem Fall ganz nett. Die vorletzte Siedlungsbelohnung ist die Statue des Thor. Und hier sieht man, wie er die Jörmungandr-Schlange niederschlägt. Und in der Legende wissen wir ja, dass er es schafft, sie zu besiegen. Allerdings vergiftet wird dabei und zugrunde geht. Aber das sehen wir nochmal beim Schiffsset ein bisschen genauer. Ganz okay, ganz nett. Aber die nächste Siedlungsbelohnung ist wirklich nice. Und zwar die Statue des Loki und hier haben wir 3 Elemente. Wir haben einmal die Midgard-Schlange, wir haben einmal Fenrir und einmal Loki himself. Und ich finde, es ist klasse und könnte vielleicht auch eine Andeutung sein auf das dritte DLC, was wir vielleicht bekommen werden. Denn wir haben ja auch im Karolinger-Set schon ein paar Andeutungen zu den Themen, die wir im Paris-DLC bekommen haben, nämlich die Panzerreiter. Und auch das Kalamagnos-Set hatte da so ein paar Anspielungen auf Karl den Großen, ja, der ja auch, beziehungsweise seinen Urgroßsohn ganz genau, sein Enkel, sein Urgroßenkel, hat eine Rolle gespielt dann im Spiel. Ich würde mir keins von diesen Sets als Siedlungsdekoration holen, dafür würde ich mir aber das nächste holen, nämlich das Tattoo-Set vom Jörmungandr. Denn ich muss sagen, es sieht klasse aus. Auch privat würde ich das, glaube ich, tragen, wenn ich Tattoo-Träger wäre. Ich finde die Muster sehr, sehr schön und auch gerade das Rückenmuster finde ich sehr, sehr geil. Vor allen Dingen mit dieser Schlange, die da, ich weiß gar nicht, was sie macht, ob sie da gerade reinbeißt irgendwo in sich selbst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das sieht sehr nice aus und bei Räder kann man sich das auf jeden Fall mal geben.
Bevor wir uns aber das Rüstungsset anschauen, möchte ich euch noch das Schiffsset zeigen, denn das hat ein paar Story-Elemente, die vielleicht relevant sein könnten für die Zukunft. Danke erstmal fürs Dasein. Ja, wenn ihr den Dränger-Daumen da lasst, dann wäre das noch viel schöner. Danke auf jeden Fall für euren Support. Aber jetzt zum Schiffsset, denn hier haben wir ja 3 coole Elemente. Zum einen natürlich ganz klar der Stevenkopf oder beziehungsweise die Front mit dem Schlangenkopf, der gerade den Mund aufreißt. Ganz nett, das finde ich jetzt okay, aber was viel interessanter ist, ist das Heck. Dort sieht man nämlich Thors Hammer und das Schwanzende von der Midgard-Schlange, die diesen Thorhammer umringt und so ein bisschen auch die Geschichte dazu erläutert. Denn, wie gesagt, wird er vergiftet beim Kampf, er besiegt die Schlange, aber wird quasi mitgerissen in den Tod, was vielleicht auch in der Zukunft in Valhalla passieren könnte. Das Ganze sehen wir natürlich auch nochmal im Segel hinterlegt, die Geschichte. Was aber noch cool ist bei diesem Schiff, sind nicht nur die Schilder, ja, die sind halt ganz cool, die sind halt vom Rüstungsset, was wir uns gleich anschauen werden, sondern auch der Effekt mit der Schlange, dass die unter dem Schiff, ja, wie die Midgard-Schlange, ja überall drumherum sich befindet und auch im Wasser dann halt da ist. Wenn man mal runterguckt, seht ihr das. Finde ich ein nicer Effekt. Würde ich mir das Set kaufen? Ich glaube nicht. Bei Räder würde ich mir vielleicht die Schilder holen und vielleicht Front und Heck. Jetzt, Freunde, kommen wir endlich dahin, wo ihr hin wolltet, nämlich zum Rüstungsset und hier die Optik. Die schauen wir uns als allererstes an, denn ich finde, bis auf die Maske, die mich ein bisschen an Sido erinnert, ja, falls ihr ihn noch von damals kennt, als er noch seine Maske hatte, finde ich eigentlich alles andere richtig optisch, ja, also gut gelungen, finde ich einfach. Ja, die Verzierungen, die goldenen Verzierungen, klar, mit der Schlange, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber ich finde, die goldenen Verzierungen passen so ein bisschen in dieses mystische Asgard-Szenario so ein bisschen rein. Klar, in England jetzt nicht unbedingt. Allerdings finde ich, passt das im Allgemeinen zu dieser ganzen mystischen Geschichte. Vor allen Dingen auch die Verzierungen mit der Schlange. Und ich glaube, ich sehe da auch Thors Hammer im Brustpanzer so ein bisschen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Dieses Gold-Schwarze passt halt super gut. Also ich liebe diese Rüstung, optisch gesehen zumindest. Und auch die Midgard-Schlange am Rock zum Beispiel, seht ihr, diese Verzierungen, das soll die Midgard-Schlange darstellen. Ja, sehr, sehr nice. Optisch gesehen glaube ich aber tatsächlich auch, dass es so eine Anlehnung am Niflheim-Set ist. Wenn ihr schlauen Füchse das herausfindet, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Das wäre natürlich noch bitterer tatsächlich. Aber sonst an sich wieder mal ein gelungenes optisches Set. Und auch die Maske mit dem Totenkopf an sich auch ganz geil, aber erinnert mich persönlich irgendwie an Sido. I don't know. Zu dem Schwert und dem Schild kommen wir gleich, denn wir gucken uns erstmal die Stats an und danach schauen wir uns die Waffen an. Die Stats von der Jörmungandr-Rüstung sind wie folgt. Erlittener Schaden wird um 25% erhöht. Durch Ausrüsten erhöht sich Nahkampfschaden und bei komplettem Satz Angriff wird durch Ausrüsten weiter erhöht. Also man sieht hier ganz klar, man verliert auf jeden Fall ein wenig Rüstung, beziehungsweise ja, man bekommt mehr Schaden, kann aber auch mehr Schaden austeilen. Also für Damage-Dealer, wie man so schön sagt im Roleplay, für Damage-Dealer ist es, glaube ich, ein cooles Set, ja. Aber ich glaube, wenn man gegen Bossgegner spielt, ist es ein ganz schlechtes Set. Außerdem könnt ihr auch mit Runen arbeiten, die den Nahkampfschaden erhöhen. Da braucht ihr nicht unbedingt so ein Rüstungsset, um ehrlich zu sein. Also alleine von den Stats her bin ich euch early. Es lohnt sich auf jeden Fall nicht, überhaupt nicht. Hier haben wir erlittener Schaden wird um 5% erhöht. Durch Ausrüsten erhöht sich Nahkampfschaden. Ja, der Bonus ist wahrscheinlich sehr, sehr groß, aber man kassiert dann auch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wenn man schnell genug ist und ausweicht, dann ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Das Schwert an sich, optisch, das geht jetzt so. Das finde ich nicht so ein Kracher mit der Schlange. Das ist irgendwie unreal. Also klar, diese Schlange um den Hals ist es natürlich auch so ein bisschen unreal, aber das kann man schon irgendwie vertreten, so als Trophäe quasi, aber um das Schwert herum, das passt irgendwie nicht ganz rein. Selbst in Assassin's Creed. Das Schild hingegen ist richtig geil. Angriff wird durch erfolgreiche Paraden erhöht, ja. 10% Angriff, da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können. Allerdings sieht es erstmal optisch richtig geil aus, ne? Stellt nämlich die Tötung der Midgard-Schlange dar wahrscheinlich durch Thor, obwohl ja kein Hammer da zu sehen ist, sondern ein Schwert. Aber ich glaube, in der Legende hat er auch ein Schwert genutzt. Und Paraden, ja. Man muss also nicht blocken, sondern man pariert. Und das macht man ja sowieso. Ich finde, die Schilder in der Vergangenheit waren eh nicht so attraktiv für die meisten Leute. Ihr spielt wahrscheinlich eh Doppeldolch oder Doppelspeer oder Doppelsense. Dann nutzt ihr wahrscheinlich kaum ein Schild. Aber das an sich wäre, glaube ich, eine coole Kombination. Was meint ihr denn? Würdet ihr dieses Schild nutzen? Das ist auf jeden Fall ein Schild, was sich definitiv bei Räder lohnt. Also wenn ihr es bei Räder seht, holt es euch. Wenn wir jetzt das Ganze mal zusammenfassen würden, dann würde ich euch sagen, wenn ihr ein richtig geiles Set wollt, was auch cool aussieht, was auch geile Stats hat, dann holt euch lieber das Werwolf-Set. Klar, hier im Jörmungandr-Set habt ihr zum Beispiel den Schild, der an sich richtig geil ist. Also ich finde klasse mit dem Paradenbonus.
Allerdings habt ihr das auch im Werwolf-Set. Ja, und das kostet nur 15 € ohne Sale. Generell haben wir das Problem, dass mit egal welchem Set man spielt, es wirklich nicht eine große Änderung gibt, außer bei ein paar Ausnahmen. Und ich hoffe, dass Ubisoft auch mit den Shop-Items und mit allen anderen Rüstungsgegenständen, die kostenlos dazukommen, dass sie da irgendwie eine Trendwende setzen und irgendwie größere Bedeutung für die jeweiligen Rüstungsgegenstände einbauen. Weil sonst macht es halt überhaupt gar keinen Sinn, sich Rüstungen zu erfarmen oder Rüstungen zu kaufen, außer weil man optisch sich ein bisschen, ja, was anderes zulegen will. Aber ich habe mittlerweile auch 10.000 Rüstungen. Wie viel habt ihr mittlerweile in eurem Inventar? Und ich nutze quasi eigentlich nur noch eine. Das war's aber von meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst doch gerne mal Liebe da und einen Daumen nach oben. Und ihr wisst ja, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, weil dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Aber ich habe gerade gehört, die Glocke habt ihr schon aktiviert. Evo, die haben die Glocke schon aktiviert. Ja. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.